Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, willkommen zu einem neuen Testvideo. Ich werde euch heute den SIM ADX 125 vorstellen. Ein neuer Adventure-Scooter im kleineren Segment, im 125er Segment. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an Sebastian von den Rollerprofis, die mir das Fahrzeug heute zur Verfügung gestellt haben zum Testen. Ich werde euch heute die technischen Daten vorstellen, die Ausstattung, werde eine Testfahrt machen über die Landstraße, vielleicht auch Bundesstraße, ein bisschen durch die Stadt und natürlich, man sieht schon, ADX ist so ein bisschen fürs Gelände, werde ein bisschen mal über Feldwege fahren und schauen, ob der dafür auch gut geeignet ist. Der SIM ADX hat einen Einzylindermotor, flüssig gekühlt, 125 Kubik mit 12,3 PS und 11,5 Newtonmeter. Das Gewicht sind 153 Kilo, also ein sehr leichtes Fahrzeug, was ich bestimmt nachher beim Handling auch merken werde. Topspeed wird so um die 100 liegen, ich glaube 99 ist er angegeben. Ein Vorteil von dem ADX ist, der hat einen relativ großen Tank mit 15,2 Litern und der 125er Motor hat nur einen Verbrauch von ca. 2,6 Litern, ist damit angegeben. Würde eine Reichweite von über 500 Kilometern ergeben. Das wäre natürlich super, auch wenn man mal Touren fahren möchte. Bereifung ist vorne 13 Zoll, ein 120/70/13 drauf. Hinten auch 13 Zoll mit einem 130/70/13. Also relativ kleine Räder, die fürs Handling wahrscheinlich auch sehr gut sind. Das Fahrzeug insgesamt ist auch relativ kompakt. Ja, und da es ein 125er ist mit unter 15 PS, kann man dieses Fahrzeug natürlich auch wieder mit dem B196er Führerschein fahren, was für viele sicherlich sehr interessant ist. Zum Preis komme ich auch nachher noch. Ich gehe vielleicht vorher mal auf die Ausstattung ein. Extrem schick finde ich hier die Front. Die haben sie optisch toll gemacht. Schöner aggressiver Look, sehr sportlich. Seht ihr hier, Tagfahrlicht ist da und natürlich voll LED-Beleuchtung. Ich werde mal mit euch ums Fahrzeug rumgehen, dann kann ich euch mal so ein bisschen was zur Ausstattung sagen. Vorne mit Tagfahrlicht natürlich komplett, vorne, hinten Blinker, alles LED. Dann haben wir hier ein Windschild, was nicht verstellbar ist. Da gibt es aber noch eine hohe Variante. Wer also ein bisschen mehr Langstrecken fährt, kann sich dann ein hohes Windschild von SIM anmontieren, was dann natürlich einen weitaus besseren Windschutz bietet. Hier haben wir das Keyless-System, ganz einfach reindrücken, auf On stellen. Dann geht das 5 Zoll Display an. Zum Cockpit komme ich aber nachher noch mal im Detail. Also wir haben ein Keyless-System, dann natürlich hier an der Seite schön robust gemachte Sozius-Fußrasten. Hier sieht man jetzt die LED-Beleuchtung. Ich kann ja mal die Blinker anmachen, dass man die auch sieht. Der hat eine Warnblinkanlage, gut zu sehen. Und ihr hört schon, die Blinker haben so ein Signal, was sie geben. Finde ich ganz praktisch manchmal, also gerade wenn der Blinker sich nicht automatisch zurückstellt. Bremsen haben wir natürlich vorne und hinten eine Scheibenbremse, wir haben ABS und wir haben eine Traktionskontrolle. Eine kleine Besonderheit hat der ADX, nämlich hier unten sieht man das sehr schön. Der hat nämlich ein Monofederbein, nicht diese klassischen Doppelfederbeine hinten, die ja nun nicht gerade den besten Fahrkomfort meistens bei Scootern bringen, sondern der hat ein schönes großes Monofederbein, was natürlich auch in einem ganz anderen Winkel dann flach da unten liegt. Und da werde ich nachher mal gucken, wie das so vom Fahrkomfort ist, ob das ein bisschen einen Vorteil bringt gegenüber den klassischen Federbeinen. Ein CVT-Getriebe, also mit Riemenantrieb. Hier vorne ist der Tankstutzen, zeige ich euch auch gleich, wie der aufgeht. Alles auch sehr hochwertig verarbeitet. Hier ein schöner Griff für den Sozius zum Festhalten. Alles sauber gemacht. Hier vorne haben wir noch ein kleines Handschuhfach. Passt auch ein bisschen was rein. Hier ist jetzt gerade der Schlüssel drin, das ist dieser Keyless-Schlüssel. Aber da kriegt man auf jeden Fall ein bisschen was rein, ist aber nicht abschließbar. So, als nächstes zeige ich euch mal die Funktionsweise. Hier haben wir das Keyless-System, ganz simpel reindrücken. Dann leuchtet es kurz auf. Wenn man jetzt nach links geht, da geht dann die Sitzbank auf. Darunter ein recht geräumiges Staufach. Da passt auch ein Integralhelm rein. Den muss man aber, soweit ich weiß, verkehrt rumlegen, also mit der Kopfseite nach unten, damit der passt. Hier hinten ist dann das Batteriefach, da ist sogar noch ein Schlitz drin, falls man da mal Kabel durchlegen möchte beim Laden. Also sehr gut zugänglich. Und das Helmfach finde ich ja relativ groß, also da passt schon ein bisschen was rein. Wenn man den Keyless-Knopf nach rechts dreht, dann klappt hier unten die Tankklappe auf. Kommt man auch gut ran, gut zugänglich. Und wie gesagt 15,2 Liter, also das finde ich schon super. Neben dem Keyless-Schalter hier ist noch eine USB 3
Schnellladebuchse, finde ich sehr praktisch, gerade weil es in der Nähe vom Lenker hier oben ist. Das heißt, da kann man schön ein kleines Kabel legen, falls man sich hier oben ein Smartphone ranmacht. So, dann mal zum Cockpit und zu den Armaturen. Auf der linken Seite haben wir hier den Fernlichtschalter. Vorne ist dann die Lichthupe. Ansonsten Blinkerschalter. Wenn man reindrückt, schaltet er sich aus. Und wie gesagt, wir haben so ein Klickgeräusch. Hupe. Schön ist der Lenker gemacht hier. Finde ich gut auch, dass der frei liegt und nicht Kunststoff verkleidet ist. Passt natürlich ganz gut zu diesem Adventure-Thema. Auf der rechten Seite haben wir dann hier vorne den gelben Schalter, der ist für die Warnblinkanlage. Das hier ist die Start-Stopp-Automatik, hatte ich vergessen zu sagen, hat er auch noch. Kann ich deaktivieren oder aktivieren, dann schaltet sich der Motor beim Ampelstopp aus. Hier unten der Starter. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt mal hören, wie der Starter klingt. Wir haben nicht mehr so dieses Startergeräusch, was man sonst hat. Das Display ist sehr schön ablesbar. Große Tachoanzeige in der Mitte, Drehzahlmesser, dann haben wir hier unten die Tankanzeige, eine Uhr und auf der rechten Seite noch die Kühlflüssigkeitstemperatur. Da unten sehen wir 12,2 Volt, also auch die Batteriespannung wird angezeigt. Dann gibt es eine ganze Menge Kontrollleuchten hier unten fürs ABS, für die Motorkontrollleuchten und auch der Blinker wird da unten angezeigt, jeweils in die Richtung, in die man blinkt. Auch gut sichtbar. Dann haben wir zwei Tasten, einmal diese hier auf der linken Seite, da kann ich jetzt umschalten auf Trip. Ölwechsel, TCS on oder off, das kann ich also auch ausschalten, was natürlich ganz praktisch ist, wenn man damit mal über einen Feldweg fährt, das werden wir nachher auch machen. Und dann die Totalkilometer. Das Display lässt sich umstellen, und zwar wenn ich jetzt hier rechts drücke, ein bisschen länger, dann komme ich in die Settings rein. Das ist jetzt das Design, in dem ich jetzt gerade fahre, kann man wechseln über die linke Taste. Also 3 verschiedene Designs. Ich lasse jetzt mal das. Das, was man auswählt, muss man dann mit der rechten Taste kurz bestätigen. Jetzt gehe ich mal wieder raus. Hier lang drücken. Dann kann ich die Zeit einstellen, Units, Sprache. Und wenn ich dann wieder raus will aus dem Menü, einfach die linke Taste lang drücken. Und dann bin ich wieder in der Anzeige. Diese Anzeige, die helle hier, die wechselt, wenn man jetzt durch den Tunnel fährt. Dann dunkelt die sich automatisch ab. Auch sehr praktisch. Und ist gut ablesbar. Ja, dann zeige ich euch vielleicht noch mal die Sitzposition kurz. Aufsteigen relativ simpel. Also man kommt hier vorne rüber. Der Mitteltunnel ist natürlich ein bisschen höher. Da ist ein großer Tank drunter. Aber man kriegt das Bein gut rüber. Oder halt ganz normal von hinten. Sitzposition ist schön aufrecht. Ich habe hier hinten so eine kleine Lendenwirbelstütze. Da kann ich mich schön reindrücken. Dann natürlich wie immer einmal diese gerade Sitzposition. Und ich habe keine Probleme beim Lenken. Lenkrad kommt also wunderbar an meinen Knien vorbei. Ja, und Sitzposition ist sehr aufrecht. Sehr bequem. Ich habe dann die Möglichkeit, hier die Füße noch nach vorne zu machen. Und dann habe ich eine ganz entspannte Sitzhaltung. Also auch wenn man mal ein bisschen längere Strecken fährt, passt das, glaube ich, ganz gut. Ja, und das Handling, was jetzt so Aufbocken angeht, das ist super einfach. 153 Kilo. Also kann ich wirklich ganz leicht mit 2 Fingern fast, ja, oder auch mit einer Hand aufbocken. Habe dann natürlich noch mal hier den Seitenständer zum Rauskippen, dass es so steht. Aber das ganze Handling super easy, ganz leicht zu manövrieren, ganz leicht aufzubocken, abzubocken. Und auch wenn man den so ein bisschen mal hin und her schiebt, wenn man irgendwie in der Garage oder in der Stadt mal manövrieren muss, ganz leicht. Ja, also die 153 Kilo, die sind super leicht zu handeln. So, das ist die Ausstattung. Ich finde ein sehr gut ausgestattetes Fahrzeug. Jetzt wollt ihr natürlich zum Schluss wissen, was kostet das Ganze? Der Sim ADX 125 kostet 3.999 €, zuzüglich Nebenkosten für Überführung. Finde ich einen super Preis. Also unter 4.000 € für ein gut ausgestattetes Fahrzeug mit einem tollen Look. Finde ich, geht völlig in Ordnung. Ich starte mal mit der Sitzposition. Die ist sehr entspannt, sehr aufrecht. Ich sitze gerade, meine Füße ganz bequem hier auf dem Trittbrett. Sitzbank ist fest, aber nicht unbequem. Diese Lendenwirbelstütze hinten, die ist ganz angenehm. Griffe, alles gut erreichbar, auch die Armaturen. Spiegel sind für mich gut einstellbar, sehe ich
gut nach hinten, habe jetzt nicht viel Arm oder Schulter im Blick. Display ist super ablesbar. So, das Handling jetzt hier bei geringer Geschwindigkeit, ja, das ist extrem gut. 13 Zoll Räder, dann die 150 Kilo, den kann man natürlich sehr leicht hier so hin und her schwenken, also extrem wendig. Kann man schon Slalom fahren mit. Jetzt gucken wir mal die Bremsen. Oh, die sind gut. Kräftiger Biss. Gucken wir mal, ob die auch gut zu dosieren sind. Ja, ich spreche ihn schnell an und je nachdem, auch mit 2 Fingern, gar kein Problem, kriege ich sofort zum Stehen. Boah, gute Bremsen. ABS, Traktionskontrolle, alles vorhanden. Aber diese Leichtigkeit, das ist schon super. Ja, und Leistung 12,3 PS ist jetzt für eine 125er okay. Dadurch, dass der so leicht ist, auch völlig in Ordnung. Ja, Beschleunigung ausreichend. Start, Stopp, Testnummer mache ich jetzt mal an. So, kurz anhalten. Zack, und aus ist er. Jetzt leuchtet im Display die Anzeige für Start, Stopp. Gas geben und geht sofort wieder los. Also auch praktisch, wie viel Benzin das jetzt einspart. Ich weiß es nicht, vielleicht bringt es auch noch ein bisschen was, aber wenn der 2,6 erreicht, ist es eh super. Mit dem 15,2 Liter Tank hat der natürlich auch eine Reichweite, also die würde ich mir bei meiner Vespa wünschen. So, jetzt fahren wir mal ein kleines Stück auf die Landstraße. Liegt super auf der Straße, wackelt nichts. Also auch bei 70 so jetzt angenehme Straßenlage. Sehr ruhig. Kann auch die Hand vom Lenker nehmen, da wackelt nichts, keine Vibration. Auch der Motorlauf ist sehr angenehm, läuft sehr ruhig. So, das Windschild hält den Wind von der Brust gut weg. Also hier kommt wenig an. Aber es kommt bei mir relativ viel jetzt hier in Helmregion, das solltet ihr auch am Mikrofon hören. Also relativ laut. Für die Stadt finde ich es okay, weil da brauche ich jetzt kein extrem hohes Windschild. Aber so bei Touren würde ich mir dann von Sim das hohe holen, was dann so, glaube ich, bis hier geht. Da wird dann der Wind wahrscheinlich auch gut über den Helm abgeleitet. Ja, dann fahre ich jetzt nochmal auf die Bundesstraße und gucke mal, wie es so im Höchstgeschwindigkeitsbereich aussieht beim Sim ADX. So, also 100 auch kein Problem. Knapp drüber, so 104 jetzt, 105 schafft er. 107, 108. Also ich finde, wenn er 100 fährt, dann kann man zumindest hinter den LKWs so ein bisschen mitschwimmen. Ob ich jetzt Autobahn fahren würde damit, ich glaube eher nicht. Aber wenn man auf der Landstraße halt auch mal 100 fahren kann, ist man zumindest kein Hindernis im Verkehr. Ja, ABS springt gut an. Also Bremsen schön knackig. Kommt man gut zum Stehen. Die Reifen haben jetzt natürlich kein Offroad-Profil, das ist so 80-20 vielleicht. Aber für solche Schotterstrecken hier kommt man gut durch. Und die Federung, da schlägt nichts durch, also das macht die gut. Dieses Monofederbein hinten ist straff, also ist sportlich, aber keine Probleme, diese Bodenwellen, Schlaglöcher, Unebenheiten hier abzufedern.
im Stehen. Funktioniert auch. Klar, der hat natürlich jetzt nicht wie der XADV so eine Fußrasten, das wäre perfekt. Ein bisschen weiter hinten. Aber kann man auch mal machen. Geht. Ich bin natürlich jetzt sehr groß. Von daher muss ich dann schon ein bisschen Buckel machen hinten, aber oh. Das sind wirklich Löcher hier. Aber das macht Spaß. Den kann man so richtig hier an den Löchern vorbei zirkeln. Wirklich gut zu handeln. Wahnsinn. Mit dem 125er über so eine Wege hier. Irre. Macht richtig Laune. Also kann er auf jeden Fall. Also würde ich mal sagen, Geländetest oder Feldwegtest bestanden. Kann man machen mit dem. Da ist der Sim wirklich durch seine Leichtigkeit, gutes Fahrwerk, auch diese Federung hinten ganz toll. Kann man den gut mal über so eine Feldwege fahren. Auch mit richtig Schlaglöchern und Bodenwellen und ein bisschen Sand und Schotter. Geht alles. Ja, so viel zum Test des Sim ADX 125. Wie ist jetzt mein Resümee? Also ich finde es einen ganz tollen Scooter, super Preis, tolle Ausstattung, ich finde den Look gut. Also sieht halt ein bisschen sportlich aus, ein bisschen dieser Adventure-Look, wie man ihn auch von dem ADV kennt oder von dem XADV, von dem ganz großen. Finde ich es sehr gelungen, auch die Front ganz schön. Gut ablesbare Instrumente, die Sitzposition ist für mich okay. Ich sitze da sehr bequem drauf. Mit dem kann man, glaube ich, alles machen. Man kann gut in der Stadt durchwuseln, weil der ist extrem wendig mit den 13 Zoll Rädern und mit den 153 Kilo. Also den schmeißt man wirklich durch die Kurven. Das ist fantastisch. Auf der Landstraße in den Kurven fährt er sehr souverän. Da merkt man also keine Unruhen. Also Fahrwerk ist sehr gut. Ja, und wenn man es dann wirklich mal will, auch mit den Reifen, die ja etwas mehr Profil haben, kann man auch mal einen Feldweg fahren und dann ein bisschen offroaden, wenn man das möchte. Also ein bisschen Spaß haben. Der hat jetzt natürlich nicht so viel Bodenfreiheit. Also auch da solltet ihr vorsichtig sein, wenn ihr den Roller nicht komplett kaputt machen wollt. Also wer vielleicht auch jetzt außerhalb der Stadt wohnt, auf dem Land irgendwo, ist das ein super Fahrzeug. Hinten vielleicht noch irgendwie eine Gepäckbrücke rauf. Ich persönlich würde mir vielleicht die hohe Scheibe rauf machen, weil ich mag das immer, wenn so ein bisschen Ruhe am Helm ist. Und ein Riesenpunkt, der natürlich toll ist, ist die Reichweite mit diesem 15,2 Liter Tank und 2,6 Litern Verbrauch. Über 500 Kilometern, das sind schon Tourenqualitäten. Also man könnte mit dem Ding auch lange Fahrten durchaus machen. Topspeed ist ausreichend, so um die 100, ein bisschen drüber. Reicht, glaube ich, für eine 125er aus. Also man kann mit dem alles machen, guter Preis. Ich finde, es ist ein gelungenes Konzept. Also von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Tolles Fahrzeug, leicht, klein, kompakt. Wenn es den dann später nochmal mit 300 Kubik gibt, dann macht es wahrscheinlich noch richtig Spaß. Aber so als Variante für die Leute mit B196 eine ganz praktische und kostengünstige Sache, um wirklich viel Spaß zu haben. Wenn ihr so ein Ding mal Probe fahren wollt oder Interesse daran habt, einfach die Rollerprofis mal anrufen oder vorbeigehen. Ich packe euch den Link natürlich unten in die Beschreibung mit rein. Die haben den ADX auch als Vorführer da. Also wenn ihr den mal fahren wollt, um zu sehen, ob das was für euch ist, einfach anrufen, mal hinfahren. Mir hat es auf jeden Fall enorm Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann und ciao.